Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute nehme ich euch mal mit auf einen kleinen Schnelldurchlauf, denn wir haben es jetzt kurz nach 11. Ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen und ich muss um 0 Uhr dann auch schon wieder direkt weiter. Und deswegen, ja, werde ich jetzt mal ganz kurz meine täglichen Aufgaben erledigen, die jetzt noch alle so anfallen und werde jetzt alles Mögliche, was ich mit Sanduhren durchskippen kann, durchskippen auf allen Servern. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch heute mal kurz mit, ja, damit ihr mal seht, wie auch sowas bei mir aussieht. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das Video wird, denn ich werde das auf allen Servern gleich machen. Und ja, das habe ich mir gedacht, könnte vielleicht auch spannend sein. Ansonsten hätte ich jetzt heute nichts weiter, was ich euch zeigen könnte. Aber ja, deswegen, ja, wenn man so ein bisschen in Zeitnot ist, dann ist es immer sehr, sehr nützlich auf jeden Fall, sich die Sanduhren aufzubewahren, genau für solche Zwecke. Ja, das ist immer sehr, sehr praktisch und ja, dann werden wir mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Alu ich heute ja, Nacht nach 0 Uhr schon gespielt habe. Da bin ich mir jetzt relativ unsicher. Aber da werden wir jetzt mal gleich drauf achten. Ja, und stimmt, ich habe ja auch noch das Epic da rechts unten zu liegen. So, warte mal, erstmal schauen, was haben wir hier? 0 von 11, okay, das ist natürlich nicht sehr nice. Ja, da werden wir jetzt erstmal gleich mal durchquesten hier. Dann könnt ihr auch mal gleich sehen, wie das so bei mir aussieht, Alu-mäßig, ja, was ich so für Quests annehme und so weiter und so fort. Ich bin immer noch, ja, relativ darauf fixiert, mehr Erfahrung als Gold mitzunehmen, ja, was natürlich, klar, für meine Taktik nicht gerade sehr lohnenswert, empfehlenswert ist, wenn man in der Rangliste sich besser positionieren möchte. Allerdings muss ich dann doch sagen, dass ich tatsächlich denn eher davon überzeugt bin, ein hohes Level zu haben, als weit oben mit in der Rangliste zu stehen. Und ja, trotzdem kommt man ja immer noch weiter voran so. Und dadurch, dass, ja, keine Ahnung, das hatte ja Bad News Run auch schon gesagt gehabt. Gut, so eine Quest hier, da nehme ich dann lieber die Gold mit. Also immer so ein bisschen Hybrid. Also ich bin jetzt nicht komplett auf Erfahrung fixiert, sondern immer so die Quest, die sich eventuell im Gold-Erfahrungsverhältnis am meisten lohnen würde. Ja. Und ja, Bad News Run hatte mal gesagt irgendwie, dass es ja empfehlenswert wäre, ab 500 halt komplett auf Gold zu gehen. So. Und diesen Tipp setze ich persönlich nicht um, weil er auch noch gesagt hatte, zusätzlich dazu, ja, weiß nicht, es wäre auch schlauer, wenn ich jetzt hier jedes Bier einzeln trinken würde, damit ich mehr kürzere Quests bekomme. Ah, okay, alles klar. Ja, dankeschön. Ja, wie gesagt, es wäre auf jeden Fall effizienter, wenn man jedes Bier einzeln trinkt, weil man dann mehr kurze Quests bekommt und dementsprechend bessere Quests, weil man öfter schon mal ans Goldlimit, so wie hier kommt. Ja, deswegen ist es für mich ratsam, die kürzesten Quests anzunehmen und davon mal abgesehen, hat man da halt auch mehrere Chancen auf gute oder generell auf Item Drop, so, ne, als wenn man halt mehr Alu annimmt, ne, kennt ihr ja alle schon. Und ja, Bad News Run, worauf ich hinaus wollte, ist, Bad News Run hatte ja gesagt, er geht ja persönlich auch nicht wirklich auf Gold, so, ne. Ich glaube, auf 1 oder 2 Accounts macht er das mit dem Gold und den anderen, da geht er halt komplett auf Erfahrung. Und das ist halt sein Account, wo er sagt so, ey, da will ich als erster Level 600 erreichen, so. Aber er hatte ja auch noch dazu gesagt, dass er darauf ja, so ein bisschen spekuliert, dass ja, das mit dem Goldsystem oder mit dem Erfahrungssystem oder generell, dass da was überarbeitet wird und er sich jetzt schon mal die Level sichert, damit man mit einem höheren Level später mehr davon hat, als jemand, der jetzt die ganze Zeit auf Gold geht und dann nicht so doll davon profitiert.
wie jemand, der halt schon die ganze Zeit durchgängig auf Erfahrungen gegangen ist. Und wenn sich dann irgendwie, keine Ahnung, was mit dem Goldsystem oder halt generell mit dem Ressourcensystem hier, Gold, Erfahrung und so, ändern sollte, dann sind eventuell die Spieler, die ein hohes Level haben, vielleicht den Spielern, die nur auf Gold gegangen sind, die haben dann eventuell einen Vorteil. Es könnte natürlich auch genauso andersrum sein, ja. Das ist halt eine 50-50 Chance. Auf jeden Fall steht fest, dass eines Tages was geändert wird mit dem System hier, ja, mit dem Cap, mit dem Gold Cap. Erfahrung geht immer weiter runter und so weiter. Und das kann bis zum Ende aller Tage nicht so stehen bleiben, weil sonst hat man irgendwann hier links immer nur die 15 Millionen zu stehen und irgendwann ist es dann hier so weit unten, dass es sich dann überhaupt nicht mehr lohnt, irgendwie was zu questen, oder die haben einen Festbetrag an XP und dann geht es nicht mehr weiter irgendwie, und das ist halt beides so richtig keine Lösung. Deswegen finde ich, hat Bad Newsron da schon liegt ja gar nicht mal so falsch damit. Mit seiner Theorie, dass da was geändert werden könnte, und wir haben da ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und es könnte sein, dass es sich komplett auszahlt, was er da macht. Aber es könnte natürlich auch direkt ganz, ganz stark nach hinten losgehen. So, wie lange bin ich denn jetzt weg? So, ich weiß es nicht. 2 Stunden? So 1 Uhr? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Gut, das Item, das bringt gar nichts hier. Das werfe ich in die Toilette. Auf die 1 Million verzichte ich auch. Und dann nehme ich dann lieber den Füllstand mit. So, das ist jetzt nicht so wild. Ach so, ich hätte ja auch das hier. Stimmt, das Ding habe ich ja auch noch. Das wollte ich auch noch ins Klo werfen, so. Und ja, irgendwie haben mir Leute in die Kommentare geschrieben, dass irgendwie was verbuggt ist mit dem Zerlegen und mit dem Zerlegen von Items. Denn ich weiß nicht, ob es stimmt, ich will es auch ungern ausprobieren, denn ich habe gehört, und falls da irgendwelche Genies, SF-Genies, sag ich mal, im Chat oder sein sollten, die mir da vielleicht nähere Auskunft liefern können, es soll wohl irgendwie einen Bug geben, dass, wenn man jetzt so einen Gegenstand hier zerlegt, weniger Ressourcen bekommt, als wenn man das verkauft. So. Also, ja, ich weiß nicht, ob da was dran ist irgendwie. Weil ich hatte persönlich immer gedacht gehabt, aber ich sehe jetzt hier gerade, wenn man jetzt hier auf Verkaufen klickt, dann bekommt man das Gold plus die Ressourcen wieder. Und ich bin davon mal ausgegangen, wenn man das Ding hier jetzt so verkaufen würde, dann bekommt man gar nichts von den Ressourcen, außer das Gold. Aber ich sehe gerade, das stimmt nicht. Und es soll wohl einen Bug geben, dass man, wenn man den Gegenstand zerlegt, so wie ich das immer getan habe, dass das weniger Ressourcen geben soll, als wenn man das jetzt einfach so hier im Laden verkaufen würde. So, ich bin mir da jetzt unsicher. Deswegen mache ich damit erstmal gar nichts. Also, ja, falls da jemand irgendwie näher Bescheid weiß oder so, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da echt sehr unsicher, muss ich sagen. Und ich will da auch keine Falschinfos verbreiten oder so. Und Flügeltrank aus dem Glücksrad. Das ist ja auch nett. Das nehme ich auch gerne an. Ja, deswegen bin ich da sehr unbeholfen, weil ich da gar nicht genau jetzt weiß, was jetzt nun richtig ist irgendwie. Jo, das ist nice. Schade, nicht nochmal. Ja, ansonsten Arena Manager kann ich jetzt auch nicht resetten, weil ich gleich wieder abhau. Ja, also von daher. Und ich weiß auch hier mit dem Verteilen von Skill Points hier, in den 75er Schritten, da bin ich auch auf jeden Fall im Bilde, wie ein Großporträt von Claude Monet. Ja, also, weil da Leute auch gesagt haben, hier auf Max die ganze Zeit skillen. Also da ist auch nicht so die geilste Taktik, ne? Also weiß ich Bescheid, aber ist mir auch egal. So, da bin ich jetzt nicht so hinterher. Gut, ich glaube, den Server haben wir hier abgefrühstückt. Jetzt gehen wir auf dem Battle Mage, auf W27 und werden jetzt hier, Entschuldigung, hier noch den Rest erledigen. Ich muss mal ein bisschen was trinken. Das ganze Gerede ist immer ziemlich zerrend irgendwie, keine Ahnung, ich krieg davon trockene Stimmbänder irgendwie. Und ist es jetzt auf jedem Server mal so? Das muss man jetzt mal kurz hier irgendwie rumbacken. Spiel
Verbindung gestört. Ja, alles klar. Ah, ja, perfekt. Das ist perfekt. Ja, dann gehen wir mal erstmal auf den nächsten Server hier. Gehen wir auf den, na, wie heißt der? Auf den Berserker. Auf den Berserker gehen wir rauf. Oben drauf, ja. Und hier spiele ich momentan wieder mit 30er Mount plus 120 Alu, weil ich nicht mehr Pilze habe. Das ist sehr traurig, aber es ist die bittere Wahrheit. Ja. Und deswegen, ja. So, was habe ich gesagt? 2 Stunden, glaube ich, hier, ne? Genau. Und dann machen wir hier auch nochmal das, was wir machen können. Schmeißen ins Klo, weg damit. Okay, den heben wir noch auf, bis ich irgendwann das nutze. Alle 3 Tränke zusammen. Dann können wir wieder ein paar Dungeon-Etagen tryen, vielleicht so, ne? Ja. So, was haben wir hier? Hier kommen wir auch nicht irgendwie... Kommen wir hier irgendwo voran? Hier eigentlich. Das sieht sehr schlecht aus, ja. So, haben wir hier gefüttert. Zack. 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 So, hier habe ich so viele Früchte, weil ich hier eigentlich einen Scheiß drauf gebe, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also hier bin ich jetzt tatsächlich sehr faul schon, was die Pets angeht, ja. Weil das hier mein Dritt-Server schon ist, sozusagen. Oder mittlerweile mein 4. Server. Ich habe meinen Dämonenjäger schon persönlich vorgezogen vor dem Berserker hier, deswegen, ja. So, machen wir nochmal hier schnell ein Würfelspiel. Zack, zack, zack. Bam, sehr gut. Und dann können wir den schon mal mitnehmen soweit hier. Jetzt können wir noch den Rest hier, zack. Können wir den schon mal schließen. Und dann müssen wir auf dem Dings nochmal zuletzt drauf gucken, auf dem Battle Mage. Ja, so, gucken wir mal hier. Skippen wir uns hier auch nochmal schnell durch. Hier haben wir auch noch nichts weiter gemacht heute. Ja, sind jetzt bei 13 Minuten, das passt auf jeden Fall, das ist okay. Dann kriegen wir das auch noch relativ zeitnah geregelt. Auch ganz cool zu sehen eigentlich so, wie lange ich für meine Server brauche, wenn ich hier wirklich alles mit Sand kläre. Habe ich bisher auch noch nicht so gemacht. Wenn dann mal nur zum Event irgendwie oder so, auf meinem Main, da habe ich mal die komplette Alu durchgeskippt zum Gold-Event, um mal zu gucken, was man so bekommt. Ja. Aber auf allen Servern habe ich das bisher noch nicht gemacht, aber ja, muss ich auf jeden Fall auch mal machen. Und da habe ich mir dann gedacht, komm, kannst ja wenigstens gleich ein Video draus machen. Besser auf jeden Fall, als wenn kein Video kommt, würde ich mal behaupten. Auch wenn es natürlich ein bisschen langweilig ist oder wiederholend oder repetitiv, wie man jetzt so schön sagen würde, ja. Deswegen, ja, aber ist auf jeden Fall mal was anderes, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall besser als gar kein Video so, ne? Ich hätte jetzt auch gar nichts machen können. Aber so kriegt man wenigstens das mal mit, wenn man hier mal im Schnelldurchlauf durchgeht. Ich werde wahrscheinlich auch viele schlechte Quests hier angenommen haben, aber so ist das, wenn man in Zeitdruck ist. Da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen ja, schnelle Entscheidungen treffen. Und ich versuche, das Beste draus zu machen. Schnell und effektiv. Ja, ob das jetzt nun effektiv wirklich ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Die letzte Quest hätte ich... Ne, da hätte ich dreimal Glück. Da hätte ich... das war jetzt ein Fehler. Da hätte ich nicht direkt die 10er annehmen müssen, weil die letzten 10 Alu zählen ja immer komplett als 10 Alu-Quests, ja, auch wenn es nur eine 2 Minuten 5er-Quest ist. Deswegen, ja, hätte ich da vielleicht ein bisschen, das hätte ich ein bisschen besser machen können jetzt so, ne? So, zack, gucken wir Unterwelt. Hier noch irgendwas, können wir den Gladi nochmal ausbauen, melden uns zur Verteidigung. Zack, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch genauso ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass performancemäßig irgendwas verändert worden ist hier bei dem Spiel. Auf jeden Fall, ihr habt es ja gesehen. Ja, hängt sich das Spiel öfter mal auf bei mir, was vorher eigentlich gar nicht so der Fall war irgendwie. Das kenne ich normalerweise gar nicht irgendwie, dass da irgendwas stimmt. Ja, ja, hier auf dem Account, fragt mich nicht, hier bin ich pet-technisch auch auf einem ganz anderen Level, ja. Die würde ich euch, am liebsten hätte ich euch die Pets hier gar nicht gezeigt, aber dadurch, dass ich hier, ja, jetzt alles mal klären muss, hier kurz mal, nehme ich euch da mal mit. So, dann gehen wir hier mal, loggen wir uns mal aus, versuchen nochmal in den Battle Mage hier reinzukommen. So, und werden hier noch den Rest noch runterspielen. Hier haben wir auch noch die ganze Alu offen. Hier gehe ich stur, ganz stur gehe ich auf den Battle Mage hier auf Erfahrung.
Ja, das meine ich halt. Also das habe ich halt vorher gar nicht gehabt irgendwie. Und ich hatte auch schon irgendwo gehört gehabt, dass die an irgendwas rumtesten oder wegen der neuen Engine oder so oder irgendwas hier Probleme macht oder sowas. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so der Technik-Freak, was das angeht irgendwie, aber am Ende des Tages merkt es halt der User am besten, wenn irgendwas mit dem Spiel nicht stimmt oder sich irgendwas verändert, weil der User das jeden Tag spielt. Die Entwickler werden es wahrscheinlich nicht jeden Tag testen und deswegen wahrscheinlich auch gar nicht erstmal so merken. Deswegen ist die Rücksprache da mit der Community auch essentiell wichtig, meines Erachtens nach. Ja, dass man da auch im regelmäßigen Kontakt steht, um solche Auffälligkeiten eventuell gleich mitzuteilen. Ja, ist immer relativ wichtig. So, jetzt sind wir ja auch gleich durch. Wie gesagt, komplett stur. Auf Erfahrung gehe ich hier auf dem Server, weil es hier, ich bin hier gerade in einem Bereich, wo es wirklich sehr viel Erfahrungen gibt, noch zumindest. So alles nach 393 ist immer ziemlich luxusmäßig, erfahrungsweise. Ja, deswegen ist es immer ziemlich verleitend, hier auch auf Erfahrung zu gehen. Es gibt auch schon Spieler, jetzt machen wir nicht den gleichen Fehler, es gibt auch schon Spieler, die ja, schon ab 400 auf Gold gehen. Das ist, wie gesagt, also das ist eine komplette Einstellungssache. Oh nee, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Das tut weh. Oh, das tut weh. Kennt das Gefühl jemand von euch? Das ist sehr niederschmetternd, muss ich sagen. Das ist sehr niederschmetternd. Ich habe meine komplette Alu ohne mein ohne mein Farm-Equipment gespielt. Oh, ist das ärgerlich. Scheiße. Ja, habe ich heute 50% weniger Gold und 10% weniger Erfahrung bekommen auf dem Server. Das ist natürlich nett. Das ist sehr, sehr freundlich. Ja. Ärgerlich, 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 ja. Aber ist bestimmt schon jedem mal von uns passiert. Mir schon öfter. Oder zum Beispiel auch ein Klassiker. Sein Dämonenportal angreifen mit Quest-Equipment ist genauso prickelnd. Oder sich zu Gilden kämpfen oder Raids melden mit Quest-Equipment ist auch der Klassiker schlechthin. Ja, auf jeden Fall ärgerlich hoch 10, aber gut. Ja, kannst nichts machen. So, okay, Quest können wir heute hier nicht erfüllen auf dem Server. Schade drum. 2 Stunden Stadtwache rein. Let's go. Ja, gucken wir nochmal zum Abschluss auf meine Main. Ob wir hier alles haben. Arena-Kämpfe haben wir alles durch. Ja, weil das ist mir hier dann am wichtigsten. Hier gucke ich immer nochmal zweimal drauf, ob irgendwas nicht stimmt oder so. Hier zum Beispiel haben wir noch ein bisschen was zu füttern. Okay. Ja, nichts ist mir so wichtig wie mein Main, muss ich sagen. Ja, und das kann mir auch keiner verübeln von den anderen Servern. Tut mir zwar leid, aber denke ich mal, kennt auch jeder. Gut, alles klar. Wir befinden uns auf Platz 13. Ja, das ist bisher... ich glaube, ich war schon mal in den Top 10 irgendwann gewesen, aber nur für ganz, ganz kurze Zeit. Bis Platz 13 geht es erstmal und weiter nicht. So, ne? Und ja, ich würde sagen, 20 Minuten ist jetzt das Video lang. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Länge. Und ja, wenn es so weitergeht, hier steigen wir auch noch weiter auf in der Ehrenhalle. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein, weil hier die Leute nicht so stark reinpayen wie ich, was den Arena-Manager angeht. Glaube ich mal, denke ich mal, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, die sind sowieso aus meiner Gilde. Also hier ist der Nächste denn. Ja, der läuft hier teilweise mit Farm-Equipment teilweise rum. Okay, ja gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, was hier alles aber der hat hier Epics als Farm-Equipment. Das deutet schon immer darauf, dass der nicht ein komplettes Farm-Equipment und ein komplettes PvP-Equipment hat, so wie ich, sondern teilweise hier so ein bisschen, ja, hin und her wurstelt.
Was bei mir ja auch so ist, zum Beispiel hier, das ist ein unnötiger Bonus. Das auch. Ja, da müsste man mal gucken, dass man da ein bisschen irgendwie Lebensenergie oder sowas reinballert, so wie hier, plus 5%. Wenn ich das noch auf die anderen Sachen noch mit hochballere oder das hier, dann bin ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut dabei. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwann mal ein schönes PvP-Equipment zurechtblättere oder Queste, ja, wenn ich wieder so viel Glück habe und das aus den Quests kommt. Aber ja, gut, das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein. Wir sind durch für heute. Ich hoffe, euch hat die etwas andere Folge auch gefallen. Ist ein bisschen länger gewesen, denke ich mal, ist ganz okay. Ja, aber so sieht das bei mir aus, wenn ich mich komplett durch meine ganzen Server pilze, wenn ich mal keine Zeit habe. Dann bin ich auch schon durch für heute und mehr brauche ich denn an Zeit nicht zu investieren in Shakes and Fidget für den Tag. Dann war es das gewesen. Deswegen sind für mich die Sanduhren so wichtig für solche Tage hier. Ja, würfeln tue ich hier nicht. Das ist für mich tatsächlich nicht sehr lohnenswert. Man sieht es, das bringt mir alles nichts. Deswegen werde ich auf dem Main-Account hier auch wenn ich das Maximum rausholen möchte, das lohnt sich einfach überhaupt nicht. Selbst wenn ich Gold würfeln würde, ist das auch, wenn ich fünf Stück davon habe, sind das vielleicht 5, 6 Skillpunkte, die ich bekomme. Also auch nicht unbedingt so viel, ja. Für die Wahrscheinlichkeit ist es nicht viel. Ja, gut, das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.